Nachdem wir uns gestern in der Wüste verirrt hatten und es bei Dunkelheit nur mit Mühe wieder hinaus geschafft haben, waren wir zur ersten Stadt gefahren, die wir finden konnten. Von hier aus machen wir uns heute auf den Weg zum nächsten sandigen Abenteuer dieser Reise. In die Oasenstadt Merzouga, direkt neben dem Dünenmeer Erkchebi. Oh, hier ist noch Kamelkacke. Das kann ich verbrennen, falls ich hier mal bleibe. Hallo? Markus, ey! Auf diesem Weg begegnen uns nicht nur eindrucksvolle Landschaften, sondern auch einige Überraschungen. What? Ja! Ja! Nach dem Abenteuer gestern fiel ich in einen tiefen, erholsamen Schlaf, bis ich von einem seltsamen Brummen geweckt wurde. Wir haben gerade schon uns darüber lustig gemacht, nachdem ich hier gesehen habe, dass fast nur Männer... Oh, da ist eine Frau. Warte, Leute, kurz, das muss ich festhalten. Da ist eine Frau. Die erste Frau, an die ich an diesem Morgen über die Straße laufen sehe. Und ich bin schon seit 2 Stunden wach. Ja, nachdem das so ist, habe ich gedacht, dass wir wahrscheinlich den armen Herrn vom Hotel hier gestern ziemlich geschockt haben, weil ich habe bezahlt, ich habe mit dem noch quasi ein bisschen runtergehandelt. Ich habe dem gesagt, dass ich gerne eine Rechnung hätte. Und hier sind noch nicht mal Frauen abends unterwegs und auch morgens, also tagsüber, weiß ich nicht. Man sieht auf jeden Fall sehr, sehr wenige Frauen auf den Straßen. Und dann kommt da so eine her und lädt dann auch noch 3 Männer hier ein in so ein Zimmer, auf dem sie dann mit allen 3 zusammenschläft. Das darf man ja eigentlich auch nicht hier wahrscheinlich. Also es ist, glaube ich, ein ziemlicher Kulturschock für die, wenn so Reisende wie wir jetzt hier vorbeikommen. Mal gucken, wie er gleich aussieht, wenn wir hier auschecken. Kurz darauf führt uns der Herr des Hauses zur Schlafstätte unserer Motorräder. Denkst du, er hat neben den Motorrädern geschlafen? Das könnte sein. Dafür sieht er aber noch ziemlich knitterfrei aus mit seinem Anzug. Unsere Motorräder standen in dieser Nacht verschlossen hinter Toren. Das Ganze für 11,50 € pro Person. Ein neuer Tag hier in Marokko beginnt. Ja, es ist wunderschön. Auch wieder die Katze ist am Start. Ah, und es ist tatsächlich so, die Frauen werden doch wieder ein bisschen mehr auf den Straßen, je später es wird. Schön zu sehen. Was auch typisch ist hier, ist, dass die immer noch mal verhandeln. Ich habe gestern mit ihm im Zimmer besprochen, dass 250 Dirham für uns alle 4 für das Zimmer okay sind. Und dann, ja, alles super. Und dann war ich unten und wollte das bezahlen. Und dann sagte er, nee, mehr. Dann habe ich ihm am Ende 500 gegeben. Und dann sagte er, ja, okay. Und dann waren wir oben auf dem Zimmer, er hat mir die Rechnung gegeben und wollte dann nochmal 100 Dirham. Und dann meinte Markus so, nee, gib dem nicht noch mehr. Das ist jetzt Quatsch, das war 2-mal anders besprochen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann war das auch in Ordnung. Dann habe ich gesagt so, nee, hier, guck mal auf den Preis, habe ich geschrieben auf der Rechnung, auch 500. Und dann sagte er, ja, okay, dann ist gut. Also die versuchen es halt trotzdem nochmal und nehmen es einem dann auch nicht krumm, wenn man dann nicht bezahlt. Lauf jetzt nicht weg, zeig, was hast du gestern angerichtet. Guck mal, was wir gestern in der Wüste gefunden haben. Ja. Ein Originalspiegel von der Afrika drin. Da habe ich mich total gefreut. Der lag da so. Hätten wir bei mir montieren können. Bei mir fehlt ja einer, aber leider ist der kaputt. Deswegen nehmen wir den doch nicht mit. Er ist gestern genau da drauf gefallen. Und was noch passiert war? Hier unten, das hatte sich so verschoben, dass quasi die Bremse blockiert war. Aber das hast du dann ziemlich schnell gecheckt, ne? Der Bremshebel. Das habe ich gecheckt, ja. Gut, dass er so klug ist und so ein Mechaniker und so ein schlauer Fuchs.
Ja, apropos Füchse. Fennec haben wir noch nicht gesehen, ne? Ne, Kommt noch. Fennec kriegen wir noch. Bei Volker hat der Koffer einen leichten Knick. Den hast du gerade schon wunderschön gerichtet. Meinst du, da geht noch was? Da geht noch was. Da geht noch Aber was. es ist anstrengend. Ja, das glaube ich. So ein Alu zu richten. Tja, das kann mir mit den Packtaschen ja nicht passieren. Obwohl Volker seine Magen-Darm-Erkrankung noch in den Knochen steckt, kommt er so langsam wieder zu Kräften, wie man hier sehen kann. Als alle Beulen gerichtet sind, geht's erstmal auf Nahrungssuche. Shit, ey. Baguette im Weg. Passt alles nicht mehr rein bei mir, mein Frühstück. Kannst du reinbeißen. Au. Baguette und Aufstrich kaufen wir in einem der vielen Lädchen am Straßenrand. Damit setzen wir uns dann in einen Café, wo es ein warmes Getränk dazu gibt. Was kann es Schöneres geben, als den Tag so zu beginnen, mit einem frischen, richtig gut duftenden Kaffee mit einem Blick auf die Mauer. Und nicht nur das. Wir könnten jetzt hier noch einen Teppich kaufen. Passt nur nicht auf Queenie drauf. Der Kaffeebetreiber bereitet hier den Tee vor unseren Augen zu. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Nicht nur geschmacklich, sondern auch für die Augen. Frische Minze. So ein Ding muss ich aber auch noch Geil. trinken. Ja, ist geil. Oder? Das ist dringend, da hast du erreicht. Wir bei Hause trinken überall Kaffee. Echt, ey. Ich glaube, das ist das Dümmste, was man machen kann. Ja. Und woher kommt die Minze? Ja, mit seinem Esel. Kam da gerade vorbeigeritten. Jetzt wird hier vom Esel weg was verkauft. Frische Minze für unseren Tee hier. Geil, ey. Frischer geht nicht, ne? Ja, guten Ritt, ey. Wie cool. Jetzt muss er wahrscheinlich noch bezahlen, oder nicht? Wow. Ja, die Minze kommt dann Bio, in ne? so einen Tee. Ja, Bio. Der Transport ist auf jeden Fall Bio. CO2-neutral. Wenn du mit dem Esel deine Minze anlieferst, kannst du nur lokal kaufen. So, jetzt wird noch bezahlt. Geil, sturer Esel, der will schon weiter. Ja, nein, ich will doch was verkaufen. Nee. Reicht jetzt. Der Kleine guckt. Wir sind hier wieder die totale Attraktion, muss man einfach mal sagen. Hier passiert auf jeden Fall echt eine Menge an diesem Morgen an so einer Straße. So, weiter geht's. Jetzt aber wirklich. Und dann wollen wir eigentlich weiter. Wir wissen nicht, was er will, aber der Bart sieht so aus, als wenn er gerade hineingebrochen hätte. Tut mir leid. Markus hat Angst, dass er mich vollkotzt. Ich bin schon mal von einem Fasan angebrochen worden. Du bist vor allem schon mal von einem V angekackt worden. Das Aber wollte ich sagen. Das wäre bei ihm, glaube ich, aber jetzt nicht passiert. Nein. Der hatte gerade erst noch, ne? Wir sind hier wieder mal das Kino am Morgen. Was machen die Männer da? Voll spannend. Für Chips essen werden wir bestaunt. Da gucken die Jungs und da gammelt noch die Schildkröte vor sich hin. Weiter geht's, oder Leute? Yes! Fußballmatch anfangen. Nein, du fängst jetzt kein Fußballmatch mit denen an. Bitte. Markus, wir müssen jetzt los. Schlimm mit den Männern. Das dauert hier immer. Ich werde gleich alleine reisen müssen, glaube ich. Ui. Wie es eine gute Reisegruppe ausmacht, verzeihen wir uns den ein oder anderen neckischen Spruch und fahren gemeinsam zur nächsten Tankstelle. Frag ihn mal, ob man mit Karte zahlen kann. Possible avec ça? Oui? Merci. Und die machen das hier freundlicherweise sogar wieder für einen. Das ist ein Service hier. Beim Tanken sowie bei Unterkünften und Essensausgaben kam es oft vor, dass der Einfachheit halber einer von uns die Rechnung übernommen hat und wir sie dann im Nachhinein aufgeteilt haben. Eine App, die uns das sehr erleichtert hat und sogar auch Währung umrechnet, ist Cashinator. Diese kann kostenlos verwendet werden und ich habe sie bereits auf mehreren Reisen als sehr zuverlässig erlebt. Hier also ein klarer Tipp für euch, wenn ihr mit mehreren unterwegs seid. So, vor uns ist das Gebirge und da geht es jetzt in die Richtung. Der Tank ist voll, der Magen auch, gut geschlafen. Jo, kann weitergehen.
Heute ist Sonntag und Markttag, ne? Ja, lass uns Möbel kaufen. Oder einen Esel. Wir können auch einen Esel kaufen. Nicht verkaufen? Nein. Statt von einer Maschine wird die dreckige Wäsche hier von Frauen getreten, wie ich es nur aus ganz alten Filmen kenne. Oh, da ist noch jemand mit Matratzen im Gepäck. Weite ist das, was Marokkos Landschaft in diesem Teil des Landes besonders kennzeichnet. Je mehr ich diese Weite erkunde, desto öfter wundere ich mich, wo hier die Menschen unterwegs sind, wie bei diesem Hirten und auch bei dem Jogger gleich. Hier sind auch immer wieder so Polizeikontrollen. Gerade haben sie uns auch erst an den Rand gewunken. Und ich glaube, dann haben sie die Kameras gesehen und haben mich einfach fahren lassen, beziehungsweise uns. Also erst rangewunken und dann so, ja, komm, geh weiter. Oder weil sie halt einfach auch zu Touristen irgendwie nett sein wollen, auch ein Hund. Ja. Also bisher echt toll, ganz freundlich hier zu uns. Von Autad El Hai aus, wo wir an diesem Morgen gestartet sind, geht es nun 400 Kilometer südlich und gefühlt immer geradeaus. Dass die Esel hier nicht nur zur Zierde am Straßenrand stehen, sondern als Nutztiere für die Arbeit gebraucht werden, sieht man hier sehr gut. Ja, die Augen, die da zwischen den Sträuchern hervorlugen, gehören zu dem Esel, der das Gestrüpp auf seinem Rücken trägt, was offensichtlich mehr Volumen hat als er selbst. Und Polizeikontrollen finden hier nicht nur in den Städten, sondern auch mitten in der Pampa statt. Wir winken freundlich und man lässt uns einfach so durchfahren.
Nachdem wir die letzten 2 Tage dieser Reise viele abenteuerliche Strecken bewältigt haben, ist es an diesem Reisetag Erholung pur, heute mal eine entspannte Tour mit so gutem Straßenbelag zu fahren. Wer übrigens meint, er könne hier gnadenlos am Gasgriff drehen, der sollte zumindest die Dromedare und Schildkröten im Hinterkopf haben, die auch gerne mal die Straße nutzen. Nicht nur die Polizei, der wir bisher begegnet sind, war freundlich zu uns. Auch die Schäfer winkten oft vom Straßenrand. Die Reaktion von Kindern jedoch ist in der nächsten Stadt so überschwänglich, dass es mich fast ein bisschen erschreckt. Denn sie rennen mir beinahe vors Motorrad. Als ich ihnen meine Hand reiche, wird schnell klar, das ist es nicht, was sie von mir wollen. Viel eher warten sie darauf, dass ich ihnen Süßigkeiten gebe. Ich hatte nicht mehr genug Lutscher. Damit war meine Attraktivität hinfort. Hinter dir ist noch ein Mädchen, das möchte auch was. Ich hab nichts. Ja, ich hab nichts. Gut, dass wir extra für solche Fälle Lutscher gekauft hatten. Obwohl, tut man wirklich etwas Gutes, wenn man Kindern in Marokko Süßigkeiten gibt? Das habe ich mich gefragt, nachdem ich den folgenden Kommentar unter meinem letzten Video gelesen habe. Fördern wir hier die Abhängigkeit der Kinder, die später nicht nur Süßigkeiten, sondern auch Geld fordern und dann mehr damit beschäftigt sind zu betteln, als in die Schule zu gehen? Und auch mit Steinen auf Touristen werfen, wenn diese nichts geben oder nicht anhalten? Oh, oh, oh. Bonjour, bonjour. Zu uns waren die Kinder höchstens aufdringlich, aber nicht drohend. Schreibt doch bitte eure Erfahrungen mit solchen Situationen in die Kommentare, denn das interessiert mich wirklich sehr.
Was wir echt lieben gelernt haben, ist dieser süße Hawaii-Drink mit irgendwie Maracuja, keine Ahnung, was alles drin ist, lauter Zucker vor allem. Und ja, man kann auf jeden Fall sehen, dass wir gestern in der Wüste unterwegs waren. Es ist alles voller Sand, total zugestaubt hier. Aber das ist doch auch das Schöne, finde ich, wenn man so ein bisschen sieht, wo das Motorrad, das wertvolle Motorrad, so unterwegs war. Jo, die erste Hälfte der Kilometerzahl, die wir heute vorhaben, ist so fast gefahren. Hier gibt es erstmal ein bisschen was zu essen, es riecht gut. Für die Motorräder gibt es noch eine Runde Benzin und wir unterhalten uns mit einer Motorradgruppe aus Belarus, die hier ebenfalls einen kleinen Halt machen. Und Kinder sind natürlich auch wieder am Start. Afrika, Marokko. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Längst nicht so vielfältig und abwechslungsreich von der Landschaft und den Menschen her. Die Kindergesichter erweichen und öffnen das Herz. Ich weiß nicht, wie viel Holz die Marokkaner auf ihrem Rücken oder dem der Esel durch dieses Land transportieren, doch anhand dessen, was ich an diesem Reisetag sehe, müssen es ganze Wälder sein. Das wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass es auf den folgenden Kilometern eher weniger grün ist. Jedenfalls ist es nach den langen, flachen Graden eine richtig schöne Abwechslung, jetzt hier durch diese felsige Berglandschaft zu fahren. Das Atlasgebirge ist ein Hochgebirge im Nordwesten Afrikas, das sich 2300 Kilometer lang über Marokko, Algerien und Tunesien erstreckt. Den höchsten Gipfel von 4167 Metern erreichen wir zwar nicht, aber schon diese paar Höhenmeter hier bescheren uns kurvenreichere Straßen mit einem Top-Ausblick. Beim Ablichten der wunderschönen Landschaft spielt auch Markus all seinen Charme vor der Kamera aus. Naja, okay, ich glaube, da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben. Was die Landschaft betrifft jedoch nicht. Das ist hier wirklich allererste Sahne. Und apropos Charme, den besitzen auch die Jugendlichen hier, die uns nämlich Steine verkaufen wollen. Also egal, wo man hier in Marokko anhält, es dauert nicht lange und plötzlich tauchen aus dem Nichts Kinder oder sonstige Menschen auf und man hat eigentlich immer Gesellschaft. Ich genieße den Ausblick gerne abseits des Geschehens und halte ihn mit der Kamera fest. Um nicht länger die Augen der anderen Verkehrsteilnehmer auf uns zu lenken und auch heute noch an unserem Ziel anzukommen, wollen wir dann auch bald wieder weiter. Denn vor uns liegt nicht nur die nackte Schönheit des mittleren Atlasgebirges, sondern auch der Zabal-Tunnel, der von französischen Legionären ohne jegliche Hilfe aus dem Felsen gehackt wurde.
Das scheint hier nicht nur eine beliebte Gegend für uns Motorradfahrer zu sein, sondern auch Fotografen werden hier von einer Vielzahl panoramenreicher Motive gelockt. Das war die Gruppe aus Belarus, die wir gerade beim Stopp getroffen haben. Ja, ich wollte jetzt hier gerade mal eben pinkeln gehen. Hinter den Berg. Was sehe ich da? Eine tote Kuh. Stinkt auf jeden Fall ziemlich. Puh. Das war echt eine fiese Überraschung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Genauso wenig habe ich ehrlich gesagt auch mit diesen ganzen Polizeikontrollen gerechnet. Die überraschen mich auch jedes Mal. Aber wie fies die sind, sehen wir jetzt mal. Hi, bonjour. Hello, speak English? What moment? What? Yes, what's up? It's fine. I'm right in here. It's very nice, beautiful. Okay. Also die Polizei ist hier wirklich sehr, sehr freundlich. Oft winkt sie nur. Er hat mich gerade gefragt, what's up? Ja, cool. Ich fahre hier gerne, ist schön. Und dann konnte ich wieder gehen. Easy, sehr easy. Halten wir also fest, die Polizisten waren bisher immer sehr freundlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass die auch anders können. Vor allem, wenn ich mir diese Barrikadenzäune angucke, die da auf dem Boden liegen. Da sind nämlich ganz, ganz spitze Metallstäbe dran. Wenn man da mit dem Reifen durchfährt, ist der erstmal durch. Okay. Wir haben einfach gesagt, Tourist. Ach so, echt krass. Die haben ja den Auftrag, freundlich zu sein. Cool. Okay, also wenn man sagt, man ist Tourist, dann darf man einfach durch. Aber er hätte mir sonst, glaube ich, meine Karte abgezockt. Ich muss die Westsahara mal abtrennen. Ich habe ihm gesagt, ich fahre nach Merzouga, aber das war noch nicht genug. Ich glaube, das Wort Tourist ist das Zauberwort hier.
Marokko ist nicht nur bekannt für seine Sandwüsten, sondern auch für ein sehr hohes Fossilienvorkommen in diesen Wüsten. Die in Steine eingeschlossenen uralten Tiere lassen sich hier sogar bei geführten Touren suchen und sammeln. Die sandigen Hügel links und rechts der Strecke bieten schon einen kleinen Vorgeschmack auf das körnige Highlight, was uns morgen erwartet. Im Erg Chebbi bei Merzouga findet man eine der beiden imposantesten, allein durch den Wind geformten Sanddünenlandschaften von ganz Marokko. Hier gibt es Sand, so weit das Auge reicht. Und der Reifen. Für den ist diese schier endlos wirkende asphaltierte Straße in die Ferne jetzt auch eine Schonzeit, nachdem er gestern schon ordentlich strapaziert wurde. Wie man hier sieht, werden die Dünen besonders gerne von europäischen Geländewagentouristen angefahren. Darüber hinaus lassen sich aber auch Kameltouren, Wanderungen sowie Motorrad- und Quadtouren buchen. Wir lassen uns natürlich nicht lumpen und werden sie mit den Motorrädern umrunden. Aber dazu morgen mehr. Jetzt gibt es eine Begleitung bis zu unserem Camp. Das ist eine Empfehlung, denn da soll man angeblich direkt neben den Dünen zelten können. Das wäre natürlich mega. Mal gucken, wie das ist. Aber schon mal ein guter Start hier in Merzouga. Die Ankunft toll. Bei dem Licht, ey, Wahnsinn. Und dann haben wir noch den Franzosen von der Fähre getroffen. Der Franzose heißt übrigens Gregory und ist gar kein Franzose, sondern, wie ich später erfahre, Schweizer, der mit seiner 105 Kilogramm leichten KTM alleine in der Wüste unterwegs ist. Hier im Touristenzentrum Merzouga leben ca. 500 Menschen. Direkt nebenan erheben sich die Riesendünen zu hohen Bergen und ab diesem Punkt beginnt die echte und schier endlos wirkende Wüste, die wir morgen unter die Räder nehmen wollen. Am Erg Chebbi und in der direkten Umgebung gibt es verschiedene Unterkünfte, vom traditionellen Berberzelt über einfache Herbergen bis hin zum luxuriösen Hotel mit Pool. Wir bevorzugen in den nächsten beiden Nächten unsere eigenen Zelte, die wir seit der Abfahrt aus Deutschland auf unseren Motorrädern durch die Weltgeschichte tuckern. Deutsche mit ihrem Wohnmobil. Das Camp kostet für eine Nacht pro Person mit einem Zelt und dem Motorrad 11 €. Wer es komfortabler mag, kann sich hier auch ein Zimmer nehmen. Wow, was ein wunderschöner Ort hier. Holla die Waldfee. Alter Vater, was ist das denn hier für eine prunkvolle Tafel? Boah, das ist aber ein schöner Ort. Gut, dass wir uns hierfür entschieden haben. Hitze herrscht, ne? Dann geht das nicht. Dann ist hier drin, ist hier ein Kühlschrank. Hier wird Fernsehen geguckt. Ui. Bonjour. Oh, et la réception. In diesem Paradies der Vorhänge fühle ich mich wie in einem Märchen von 101 Nacht. Und siehe da, wie durch Magie treffen wir Gregory. If you agree? Yes. Cool. Chocolate. Wow. You are very interesting suddenly. You eat chocolate every day. Ah, das ist sein Geheimrezept, ne? Warum er so gut Offroad fährt. Every day at 4 o'clock. Chocolate and bread. Wir essen gemeinsam eine typisch marokkanische Tangine zu Abend. Auf die Frage, ob er ein GPS-Sicherheitsgerät dabei hat, mit dem er Hilfe anfordern kann bei einem Unfall, antwortet er mir mit den Worten: Kennst du Gott? Die nächste Nacht wird er wild campen. Er warnt uns vor Schlangen und Skorpionen, deren Biss nach 10 Minuten tödlich sein kann.
Für die Skorpione ist es zu diesem Zeitpunkt der Reise, sprich Ende Oktober, allerdings zu kalt. Sie halten sich deswegen momentan meist unter Steinen auf. You want to do it I will. tomorrow? Yeah. Okay. And this road is it's comfortable. It's Wir sitzen hier noch lange und tauschen uns mit Gregory über Routen und Reiseerfahrungen aus. Es wird also noch ein sehr gemütlicher und lauschiger Abend im Licht des Mondes.